Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Das heutige Thema ist ein Vorschlag von Atkins. Wenn du auch einen Themenvorschlag hast, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. In diesem Video geht es um dunkle Materie, speziell um eine neue Theorie, nach der dunkle Materie nicht mehr nötig ist. Beginnen wir mit der Idee der dunklen Materie. Isaac Newton behauptete, dass die Gravitationskraft quadratisch mit dem Abstand zur Masse abnimmt. Wir waren in der Lage, das auf der Erde zu messen und somit zu überprüfen. Als wir begannen, genauer in den Weltraum zu schauen, sahen wir einen Effekt, den wir nicht mit Newtons Gravitationsgesetz erklären konnten. Dieser Effekt ist, dass die Sterne am Rand von Galaxien nicht so viel Gravitationskraft von den weiter innen liegenden Bereichen erfahren sollten. Das sollte bedeuten, dass die äußeren Sterne relativ langsam um die Galaxie kreisen sollten. Nun haben wir beobachtet, dass sich die Sterne zu schnell drehen. Mit dieser Geschwindigkeit sollten sie aus einer Galaxie geschleudert werden. Hier wurde die Idee eines hypothetischen Partikels geboren. Ein Partikel, das sich nur durch seinen gravitativen Einfluss beobachten lässt. Die dunkle Materie. Eine Art Materie, die nicht mit Licht interagiert, jedoch Masse hat. Um die Galaxien herum soll ein Halo dieser seltsamen Materie sein, sodass die äußeren Sterne genug Gravitationskraft erfahren, um in den Galaxien zu bleiben. Mit dieser Materie war es auch erklärbar, wie Gravitationslinsen möglich sind, selbst wenn wir nicht genug Materie sehen. Im Jahr 1983 schlug Mordechai-Milgrom die modifizierte Newtonsche Dynamik als eine Alternative zur dunklen Materie vor. Um es einfach zu halten, sagte diese Theorie, dass die Kraft in Abhängigkeit von Masse und Beschleunigung etwas anders berechnet wird. Diese Änderung der Berechnung wird deutlich, wenn die Beschleunigung sehr gering ist. Mit Beschleunigung ist auch Gravitationskraft gemeint. Diese Theorie sollte erklären, warum sich die Sterne am Rand von Galaxien so schnell bewegen. Diese Theorie wurde am Cluster 1E0657-558 getestet und sagte etwas anderes über die Ablenkung des Lichts aus, als beobachtet wurde. Das ist der Grund, warum diese Theorie verworfen wurde. Die Idee, dass sich Materie nicht so bewegt, wie wir es kennen, wurde interessanter, seit Erik Verlinde seine Theorie vorschlug, dass Gravitation nur ein Nebenprodukt der Quantenmechanik ist. Er behauptet, dass dunkle Materie nicht aus Partikeln gemacht, sondern ein Zusammenspiel von normaler Materie und dunkler Energie ist. Für seine Argumente nutzt er eine Idee, die unter Physikern diskutiert wird. Diese Idee ist, dass das Universum generiert ist aus den ihm zugrunde liegenden Quantenbits. Mit dieser Sichtweise ist Materie und die Raumzeit nur eine Illusion und damit ist Gravitation auch nur eine Illusion. Am 9. November 2016 veröffentlichten Stacey McGaw und zwei weitere Astrophysiker ihre Forschungsergebnisse über 153 Galaxien. Sie beobachteten die Geschwindigkeit der sichtbaren Materie in einem bestimmten Abstand zum Zentrum der Galaxie. Danach schätzten sie ab, wie viel Materie sich innerhalb dieser Radien befindet. Das Team schloss, dass diese beiden Werte durch ein universelles Gesetz miteinander verbunden zu sein scheinen. Ausgehend vom Mond sind diese Ergebnisse nicht überraschend, da die sichtbare Materie die einzige Ursache der Gravitation ist. Margot Brouwer und ihre Kollegen verglichen Verlindes Formeln mit den Daten von über 30.000 Galaxien. Seine Theorie hat genau die Gravitationslinsen vorhergesagt. Die Gravitationslinsen wurden auch durch Mond prophezeit. Also muss Verlindes Theorie noch Phänomene vorhersagen, die durch Mond nicht erklärbar sind. Eine Herausforderung für seine Theorie ist der Bullet Cluster. Das ist ein Cluster von zwei kollidierenden Galaxien. Während die sichtbare Materie beider Galaxien zusammenprallt, scheint die dunkle Materie durch den Punkt der Kollision hindurchzugehen. Verlinde argumentiert, dass der gravitative Effekt der dunklen Energie in der Raumzeit eingebettet ist und dadurch weniger verformbar als Materie ist. Das soll zu dem Effekt führen, dass sich beide voneinander während der Kollision trennen. Der endgültige Test für Verlindes Theorie wäre, die mutmaßlichen Spuren der dunklen Materie in der kosmischen Hintergrundstrahlung zu erklären. In dieser Strahlung scheint es, dass die Materie des jungen Universums wegen der Gravitation kollabierte und wegen der Kollisionen expandierte. Verlinde erwartet, dass seine Theorie auch in diesem Fall funktioniert. In diesem Video sprachen wir kurz das Thema des holographischen Universums und Quantenbits an. Meiner Meinung nach ist das Thema ein eigenes Video wert, also wollen wir hier nicht darüber sprechen.
Wäre seine Theorie richtig, könnte sie ein Indiz dafür sein, dass die Idee eines holographischen Universums richtig ist. Und das hätte sehr interessante Konsequenzen.